Du hast einen hohen Supportaufwand in deiner App, aber vielleicht liegt das an einer ganz anderen Geschichte, als du bisher vielleicht denkst, und genau darüber möchten wir heute sprechen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Vor kurzem hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem potenziellen Kunden und wollte daraus dann doch direkt mal ein Video machen. Und zwar war dort die Thematik, dass eben bei der App, die sie betreiben, ein relativ großer Supportaufwand ist. Das Ganze wird im Moment in Deutschland eingesetzt und sie sind jetzt am Überlegen, wie sie das Ganze internationalisieren können. Und die Problematik im Grunde halt wirklich ist, es ist ein ordentliches Support-Team da, weil viel E-Mails und Telefonsupport da ist. Das funktioniert natürlich in der Landessprache noch relativ gut, aber wenn ich jetzt meinen Kreis erweitern möchte und eben die App auch in andere Länder bringen möchte und habe dort den gleichen Supportaufwand, dann brauche ich natürlich auch Menschen, die zum Beispiel dann Französisch, Englisch, was auch immer sprechen, schreiben können. Und je nach Land habe ich natürlich auch ganz andere Zeiten, in denen ich Support leisten muss. Und das ist natürlich ein großes Thema, wo man sich genau überlegen muss, kann ich das denn stemmen, möchte ich das stemmen, mache ich das extern, mache ich das intern und so weiter. Und in dem Gespräch ging es dann im Grunde eigentlich darum, mal auf den Grund zu gehen, warum denn dieser Supportaufwand denn überhaupt da ist. Und dann sind wir in eine Richtung gekommen, wo wir einfach festgestellt haben, die App, die da betrieben wird, die ist im Grunde einfach nicht vernünftig selbsterklärend. Das heißt, die Nutzer mussten relativ viel halt eben auch mal nachfragen, weil einfach eben die einzelnen Bereiche in der App sich einfach nicht selbst erklären. Und da dachte ich im Grunde einfach, das ist ein guter Punkt, hier vielleicht auch mal ein Video zu machen, dass man das selbst mal im Kopf hat, dass ich eben vielleicht auf der einen Seite gerade mit dem Ding zu kämpfen habe, dass ich einen Supportaufwand habe und mir überlegen kann, wie kann ich das optimieren. Manchmal aber die Ursache halt eben eine ganz andere ist und in dem Fall eben die bessere Erklärung der App. Und das wird jetzt im Grunde eigentlich auch so der Moment sein, wo wir mal dran arbeiten wollen und schauen wollen, dass wir das eben besser hinbekommen, dass dieser ganze Supportaufwand runtergeht. Und dann ist natürlich ein Skalieren in andere Länder auch wieder eine ganz andere Nummer, weil ich dann halt eben viel weniger dort Support leisten muss, andere Menschen und so weiter einnehmen. Also von dem her, wenn du mit irgendwas in der Richtung zu kämpfen hast, ist natürlich immer mal spannend zu sehen, woher kommt das Ganze denn? Kommt es vielleicht aus einer anderen Ecke oder kann ich es vielleicht mit etwas anderem lösen? Weil in diesem Technischen ist es natürlich einfach, dann Übersetzungen und so weiter einzutragen, wenn ich das Ganze in der App machen kann. Also von dem her, gerade Onboarding zum Beispiel, ist da ein sehr, sehr gutes Ding, das nochmal anzugucken, wie erklärend ist deine App. Da gibt es verschiedene Themen. Von dem her, wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst oder auch mal einen externen Blick von außen drauf, dann melde dich einfach gerne. Wie gehabt, einfach auf unsere Webseite gehen, füll das Formular aus und dann sprechen wir miteinander, schauen uns mal eben genau dein Produkt bisher an und gucken, wie wir das Ganze optimieren können. Von dem her, lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.